Guten Morgen, everybody. Willkommen zurück auf dem Kanal. Der dritte Tag beginnt. Ja, der dritte Tag beginnt. Wir verlassen heute Edinburgh. Edinburgh, so heißt das eigentlich richtig. Und besuchen zuerst mal die Kelpies. Das sind so Statuen mit Pferdeköpfen. Sind ganz in der Nähe hier. Und den Rest des Tages verbringen wir dann mit der Fahrt entlang der Spey. Das ist die Straße, an der die ganzen Whisky-Distillerien liegen. Und dort werden wir mit Sicherheit auch eine besuchen oder vielleicht auch zwei. Und ja, das alles werdet ihr heute in diesem Video sehen. Später. So, wir nähern uns jetzt den Kelpies. Das sind diese Kunstwerke. Ich weiß gar nicht, von wem sind die eigentlich? Keine Ahnung. Welcome to the Kelpies. This road is closed. Was steht da? Da sind sie doch, so Parkplatz. EKW sagen rechts. So, wir sind da. Auto ist geparkt, Snowball parkt. Und dort sind diese Pferdeköpfe, oder? So, das Wetter ist heute nicht gerade sehr berauschend. Um nicht ganz zu sagen mies. Zumindest regnet es nur ein bisschen. Ne? Der schottische Herbst. Ja. Mal schauen, ob das am Tag über besser wird, wenn wir fahren. Keine Ahnung. Aber ändern können wir es ja eh nicht, deswegen leben wir damit. Aber ich glaube, müssen wir die Tickets holen oder was? Oder noch mal einfach durch? Guck mal, da sind die kleinen Statuen. Sind sie ganz schön groß. Kommt vielleicht auf dem Video nicht gut rüber, aber ja, im Vergleich zu den dahinterstehenden Hochspannungsleitungen kann man so ungefähr ermessen. Da kann man sogar hineingehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für Öffentliche ist. So, ja, beeindruckend ist es schon ein bisschen. Ne? Doch, kann man nicht anders sagen. So, und jetzt müssen wir nur hier ein bisschen über den Kanal. Wenn das Wetter ein bisschen besser wäre, wäre es auch ganz ordentlich. Aber, naja. So, wir nähern uns jetzt der Ausfahrt, eine ganze Zeit Autobahn, ziemlich stupide. Hier, ja, wir haben's. Ja. So, wir sind jetzt bei 86%. Stehen jetzt hier eine ganze Zeit lang schon. Und ich denke, für die restlichen 15% müssten wir noch 20 Minuten hier stehen bleiben. Ich denke, das macht ziemlich wenig Sinn. Zumal wir eigentlich ziemlich weit mit dem Batteriestand kommen. So, Flo hat uns ein kleines Frühstück ausgegeben bei Mc's.
Meckes Frühstück. Okay. So, dann fahren wir jetzt weiter und wir versuchen jetzt erstmal so einen kleinen See zu besuchen und von da aus werden wir entweder an der Spey vorbei die ganze Zeit fahren oder wir werden dieses Naturschutzgebiet durchkreuzen und zum Schluss an der Spey vorbeifahren. Das müssen wir noch ausdiskutieren. Aber das machen wir später. Jetzt werden wir erstmal starten. Über die Kreuzung hinweg. Erst rechts, dann links. Und dann dürfen wir fahren. Stau? Ist das ein Staudamm oder? Da wollen wir gar nicht hin. Aber weiter kommst du nicht. Aber weiter kommen wir gar nicht. Ne? Das ist das Problem. Zu welchem Loch wolltest du denn da? Loch Wayne. Wayne? Wayne's Road? Wayne. Was für ein Loch ist das? Das ist das hier so ein kleiner See. Ach. Dahin.
So, hier sind wir in der, wie heißt die? Hydrodauer Distillery. So Guys, wir sind, so Leute, so Guys, ja. Ja, wir sind jetzt am Balvenie, an der Balvenie Distillery angekommen. Versuchen noch irgendwie reinzukommen, da haben wir noch ungefähr 10 Minuten auf. Ein bisschen spät dran heute, noch vielleicht ein bisschen zu weit. Aber, ihr seht, Flo kann es schon kaum erwarten. Und es riecht auch schon sehr würzig hier. Ja, wir haben jetzt fast 5. Ja, ich habe jetzt 4:30 haben wir jetzt. Eigentlich wollte ich so um 3:30 hier sein. Aber der Weg war doch etwas langwieriger als ich dachte. Ja, von hier aus denke ich mal, ist es noch 1,5 Stunden oder 2 Stunden bis zum Hotel. Folge dir. Folge dir. Das ist Riecht nach Maische. süßlich, ne? Mhm. Ja, du brauchst ja den Zucker, um Alkohol zu gewinnen. So. Und halbwegs zufrieden? Wir konnten jetzt keine Tour machen, ne? Du könntest ja in jeder, weil dann bist du eine ganze Woche da. Ja. Ja, aber so eine Tour kannte man mal machen durch die. Ja, aber ist nichts anderes wie Brauerei. Okay. Ja? Jo, das war's dann hier.
aber das Ding, Ja. das ist nichts großartig auf der Straße, so gut bei Glenn, finde ich, oder so. Nee, Das ist halt versteckt. das ist ganz versteckt hier. Der ist ganz klein, ganz versteckt. Du hast die Preise ja auch gesehen, ne? Ja, Anders finden die Leute halt auch nicht. und dann machen Das wird eigentlich schon das größer. Ja, aber ich glaube, die sind alle nicht viel größer. Ne? Du siehst manche, wie die eine da am Arsch der Welt, Mhm. denkst du auch, wie kommen die LKWs denn da weg? Ja, vor allen Dingen bei diesen schmalen Straßen, die dann da waren. Ne? Genau. Wir machen uns jetzt auf den Weg und dann planen wir uns zur Fahrt zum Hotel. Ja, Irgendwo muss ich auch noch mal muss auch noch tanken, ne? Ja. ein bisschen Strom tanken. Irgendwann, irgendwo. Sonst kommen wir morgen nicht weit. Ja. Aber gucken wir mal. Und dann müssen wir selber auch noch etwas tanken, weil ich bekomme nämlich langsam Hunger. Ne? Hm? Ich bekomme langsam Hunger. Ja. Das ist dann auch. Hat dir der Muffin nicht gereicht? Ach doch, ja, eigentlich. So, wir haben jetzt geladen. Na, ich weiß gar nicht, wie lange wir da gestanden haben, aber lange. Sind jetzt bei 47%. Da der nächste Supercharger in Inverness steht, würden wir dort mit 21% ankommen. Das würde auf jeden Fall ausreichen. Also wir haben satt und genug geladen. Sind jetzt bei 47%. Ja. Fahren jetzt zum Hotel nach Vorarlberg. Ich sag mal Vorarlberg. Weiß nicht, ob das, ob das auch wirklich so stimmt. Und ja, so, da bremst sehr stark. Ja, wie lange brauchen wir? 20 Minuten. Stunde mal. Ja, höchstens eine halbe Stunde. Genau. Und dann melde ich mich von da aus wieder. Das ist hier. Das ist Vorarlberg? Ja. Okay. Und wir sind Kurz jetzt ganz nah. nah. Kannst du essen gehen? Genau, wir sind jetzt unten nah dem Hotel. Red Line. Nein. Hm? Ja. Ja? Mhm. Sind wir da? Ja. Aber jetzt zeigt mir noch ein Stückchen an, ja. Ja. Was ist denn das? So. Ja. Das war's für heute. Wir sind angekommen in unser Hotel. Ein recht angenehmes Hotel. Ich zeig's mal eben. So, hier Doppelzimmer. Ich habe mich eingerichtet. Laptop ist aufgebaut. Hinten ist ein Badezimmer. Flo hat das gleiche. Also die Natur hier wirklich wunderbar. Ganz toll. Auf dem ganzen Weg von Edinburgh bis hier. Wir haben schon den ersten Geschmack von den Highlands bekommen. Ja, so viel dazu. Ich stelle immer die Stadt hier so ein bisschen. Genau. So sieht es hier aus. So, die Hotelzimmer sind hier im Hinterhof sauber und es gibt nichts zu meckern. Wie gesagt, der Tag viel Fahrerei, aber trotzdem extrem angenehm, schön zu fahren, obwohl auf der linken Seite. Das mit der Ladestation hat auch geklappt, obwohl es hier ein bisschen teuer ist, über 70 Cent die Kilowattstunde. Das ist schon anständig. Aber alles in allem. Wir waren ein bisschen spät an den Destillerien. Flo hat sich dort etwas umgeschaut, hat auch etwas für sich gefunden, aber eine Führung konnten wir jetzt nicht mehr machen. Dafür war es einfach zu spät. Wir haben ein paar Fotos gemacht von den unterschiedlichen Destillerien, von den Orten und ja, wir sind soweit zufrieden. Vielleicht finden wir woanders noch mal eine andere Möglichkeit, eine zu besuchen. Es soll ja noch 2 bis 3 andere hier in Schottland geben. So, ich würde sagen,
war der Tag. Das war der Tag. Und ich denke, wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Achso, und nicht vergessen. Liken und subscriben. Okay?